Auch in der Tattoo-Welt wird das Thema Social Media immer präsenter. Heute werfen wir einen Blick hinter die Kulissen des Tattoo-Studios Oak Factory, das wir als Kunden bei uns im Laden begrüßen durften. Wir sprechen mit dem Studiomanager und zwei talentierten Artists über die Rolle von Social Media in ihrem kreativen Alltag und wie Kameraequipment dabei hilft, ihre Kunst perfekt in Szene zu setzen. Ich bin Olmo, ich bin 29 Jahre alt, ich bin der Manager der Oak Factory. Hier im Studio sind meine Aufgaben eigentlich alles, was nicht direkt Tätowieren ist. Ich mache die Buchhaltung, ich kümmere mich um Internetpräsenzen, sei es Website, Social Media, à la Instagram oder TikTok. Ich kümmere mich um die ganzen Marketingmaßnahmen und ich produziere auch regelmäßig Content fürs Studio in Zusammenarbeit mit den Tattoo-Artists. Ich bin Marie, ich bin 22 Jahre alt, ich komme aus Berlin und ich tätowiere jetzt seit 3 Jahren. Hi, mein Name ist Mo, bin 29 Jahre alt, lebe in Berlin und bin Tätowierer. Welche Relevanz hat Social Media für dich und auch deine Präsenz dort? In unserer heutigen Zeit ist es sehr wichtig, dass man Personal Branding mit einarbeitet, sei es als Tätowierer oder als Studio. Man muss Emotionen hinter den Namen des Artists oder des Studios bringen, um die Leute sozusagen emotional an das Studio zu binden oder an die Arbeit und denen ein gutes Gefühl zu geben, wenn sie herkommen. Olmo, braucht mein Tattoo eine Bedeutung? Du solltest dir auf jeden Fall einen überlegen, denn du wirst safe danach gefragt werden. Boah, gar kein Bock, Mann. Ist okay, am Ende ist es deine Entscheidung, ob du es aus ästhetischen Gründen machst oder ob du eine Bedeutung haben musst. Das ergibt Sinn. Danke. Social Media ist die größte Plattform für mich, Kunden zu gewinnen. Ja, ich könnte mir auf jeden Fall meinen Beruf nicht mehr ohne Online-Präsenz vorstellen. Es ist auf jeden Fall ein kreativer Spielplatz, in dem man auch als Künstler sich irgendwie austoben muss, aber andererseits auch eine gewisse Professionalität wahren muss, damit das Ganze auch eine gewisse Reichweite bekommt und auch Aufsehen bekommt. Ich glaube, es ist sehr wichtig, seine eigene Brand auf Social Media aufzubauen, weil du dich heutzutage sehr abheben musst. Es gibt super viele Tätowierer, die auch alle ihre Arbeit auf Social Media präsentieren. Das heißt, du musst mehr als das machen, du musst herausstechen, du musst einzigartig sein, Wiedererkennungswert haben. Deshalb arbeite ich da auch jeden Tag dran. Wie gerade auch kurz erwähnt, ich glaube, sehr wichtig, also gehört dann auch zum Teil dazu, sich selbst zu vermarkten, sich selbst den Leuten zu präsentieren, zu zeigen und einfach einen Einblick zu geben, wer man ist. Und das eben in Kombination mit der Arbeit ist dann, glaube ich, das, was Social Media heutzutage auch sehen möchte und nicht nur teilweise die Arbeiten. Weil mittlerweile sehe ich das als wichtigstes Werbetool, speziell für die Arbeit, für die Person selbst, die auch irgendwo vermarktet werden muss, bringt immer wieder Anfragen, also Kundenanfragen, es bringt Termine rein und es ist auch das Portfolio eines Künstlers nach außen, würde ich sagen. Heutzutage checkt jeder immer erstmal auf Instagram oder auf Social Media, bevor dann kontaktiert wird. Dementsprechend gar nicht mehr wegzudenken, ja, und es wird immer wichtiger. Das Studio und seine KünstlerInnen sind auf Instagram sehr aktiv und legen großen Wert auf eine professionelle Außenpräsentation. Doch was genau wird für die Produktion dieses Contents benötigt? Welche Kameras, Lichter und Tools kommen zum Einsatz, um die Tattoos ins perfekte Licht zu setzen und das Publikum zu erreichen? Genau das erfahren wir jetzt. Ich persönlich habe eine Sony A6700 mit einem Tamron 28 bis 75 mm Objektiv. Und ich finde, das ist perfekt für das, was ich hier mache, weil es eine gute Range hat vom Zoom und auch sehr gute Bildqualität liefert. Also meine Kamera ist die Sony ZV-E10. Mein Objektiv ist von Sigma, es ist ein Zoom-Objektiv, weil nach der Beratung ist mir klar geworden, dass ich halt ein Objektiv brauche, was einerseits gut ist für meine Tattoos, um zoomen zu können, den Bildausschnitt besser bestimmen zu können, aber auch um mich selber bei der Arbeit zu filmen. Also aktuell benutze ich die Sony Alpha 7 III mit dem Kit-Objektiv. Ich sage allen unseren Künstlern, die da noch nicht hinterher sind, genauso wie anderen Künstlern, man muss sich eine Kamera zulegen. Selbst wenn es nicht das neueste Topmodell ist, besorgt dir eine Kamera und noch wichtiger, besorgt dir eine gute Linse, die für deine Arbeit gemacht ist. Denn nur mit dem iPhone kannst du überzeugen, wenn deine Arbeit fantastisch ist, aber wenn du das Bestmögliche aus deiner Online-Präsenz rausholen musst, brauchst du eine Kamera.
Kurze Werbung. Dieses Video wird unterstützt von Kaiser Fototechnik, die dem Tattoo-Studio ein Nanlite FS150 mit Zubehör zur Verfügung gestellt haben. Dieses Set ist ideal für Content Creation und angepasst an das Umfeld im Studio. Solltet ihr auch Interesse an einem Licht haben, lasst euch gerne von uns beraten. Welche Rolle spielt die Bildqualität für die Kundenakquise? Das ist eigentlich der wichtigste Punkt, wenn es darum geht, sich selbst zu vermarkten, da Tattoos natürlich etwas sehr Visuelles sind. Und wenn man sich nicht visuell gut in Szene setzt, dann können sich potenzielle Kunden auch nicht von der Arbeit überzeugen. Man kann der beste Tätowierer der Welt sein, aber wenn die eigenen Bilder oder Videos zu dunkel sind, nicht hochauflösend, dann sehen die Tattoos einfach nicht gut aus und das macht den Leuten keine Lust, zu dir zu kommen. Meiner Meinung nach sehr wichtig, eine gute Bildqualität zu haben, weil mittlerweile auch die Kunden verstehen, was ein gutes Tattoo ist und es auf guten Fotos auch besser erkennen können. Es kommt aber auch ein bisschen auf die Plattform an, glaube ich. Also auf TikTok ist es zum Beispiel nicht so wichtig, High-Quality-Content zu posten. Dort wird eher Persönliches oder so schnell aufgenommene Videos angeschaut oder erwartet. Aber auf Instagram sollte dein Profil schon wirklich hohe Qualität haben, gute Fotos, gute Bearbeitung der Fotos, dass alles farblich auch stimmt, weil es halt wie dein Portfolio ist, also wie deine Mappe, die du deinen Kunden zeigst. Je nachdem, welche Ästhetik und welchen Stil man verfolgt, mal mehr und mal weniger eine wichtigere Rolle. Ich würde sagen, im Großen und Ganzen ist es doch sehr wichtig, eine hohe Bildqualität und einen gewissen Standard zu pflegen in seinem Portfolio. Wie man aus den Antworten der 3 gut entnehmen konnte, ist auch hier das Thema Foto und Videografie Alltagssache. Falls ihr euch für Tattoos interessiert, schaut gerne mal bei Oak Factory vorbei. Solltet ihr auf der anderen Seite sitzen, als Künstler, Studiobesitzer oder auch einfach als angehender Foto- oder Videograf, kommt doch mal bei uns im Laden vorbei oder online auf www.fotomeier.de.